Newsflash. Künstliche Intelligenz. Wird sie die Welt übernehmen? ForscherInnen von Google und der Oxford University sagen, dass AI bald die Menschheit vernichten werde. Newsflash. Menschen- und tierähnliche Roboter von Boston Dynamics sorgen durch ihre Fähigkeiten für Aufsehen. Newsflash. Autos können sich autonom bewegen. Newsflash. KIs können Kunst erschaffen. Newsflash. Ein Ingenieur von Google behauptet, eine künstliche Intelligenz, die sie entwickelt hätten, hätte ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Künstliche Intelligenz und unser Bewusstsein. Wie unterscheiden sie sich wirklich? Dazu gleich mehr. Newsflash. Implantieren wir bald Chips in unsere Köpfe und laden unsere Gedanken in die Cloud hoch. Elon Musk präsentiert ein Brain-Machine-Interface, das bald Gedanken in die Cloud hochladen könne. Newsflash. ForscherInnen aus den Niederlanden ist es gelungen, mit Hilfe einer KI Gedanken zu lesen. Newsflash. Kann künstliche Intelligenz einen Weg finden, Krebs zu heilen? Newsflash. Berlins Bürgermeisterin von Deepfakes getäuscht? Diese Schlagzeilen entsprechen teilweise der Realität, teilweise sind es aber auch nur fragwürdige Behauptungen. Es gibt in diesen Meldungen zwei Erzählstränge. Den der künstlichen Intelligenz, die eigenständig wird, und den des menschlichen Bewusstseins, das auslesbar wäre. Beide Motive, einmal das des künstlich erschaffenen Menschen, weitergefasst das der künstlichen Intelligenz und andererseits das des durchleuchtbaren Menschen, des Menschen als Maschine, und schließlich der Fusion beider sind Motive, über die Menschen schon immer nachgedacht haben und sowohl in Fiktion verarbeitet, als auch philosophisch und naturwissenschaftlich bearbeitet haben. Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus etlichen Beispielen im fiktionalen Bereich. Das Motiv der künstlich geschaffenen Menschen, die bezeichnenderweise bis in die heutige Zeit so gut wie immer Maschinen sind, die eine Frau darstellen sollen, gibt es schon seit der Antike. Schon in Ovids Metamorphosen erschafft der frauenhassende Künstler Pygmalion eine Statue einer wunderschönen Frau. Er verliebt sich in die Statue und erbittet sich bei der Liebesgöttin Venus eine Frau, die der Statue entspricht. Venus lässt stattdessen die Statue selbst zum Leben erwachen. Heute wäre Pygmalion wohl ein Incel, der sich im Internet eine Sexdoll bestellt. In der Erzählung Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann verliebt sich die Hauptfigur Nathanael in die wunderschöne, aber recht wortkarge Olympia, bis er erschüttert herausfindet, dass sie nur eine mechanische Holzpuppe ist. Hier ist Olympia nur in Nathanaels Kopf ein Mensch. Sobald die Täuschung auffliegt, ist sie nur noch eine mechanische Holzpuppe. Die Illusion verflogen. Diese Unterscheidung zwischen tatsächlichen menschlichen Eigenschaften und der Imitation menschlicher Eigenschaften wird später noch wichtig. Springen wir zur neueren Geschichte der Fiktion um künstliche Menschen. Fritz Langs Metropolis spielt in der Megastadt Metropolis. Eine elitäre Minderheit lebt im Luxus. Und die Mehrheit der Menschen muss an riesigen Maschinen für den Profit der Oberschicht arbeiten. Die Figur Maria setzt sich für das Ende der Unterdrückung ein und ist für die Arbeiterschaft eine große Hoffnungsträgerin. Um Maria und ihre Bewegung zu stoppen, wird ein Roboter namens Hell ihr nachgebildet. Hell soll den Glauben an Maria und somit an die Revolution zerstören, damit der Status quo der Unterdrückung beibehalten bzw. sogar noch intensiviert werden kann. Im Film Blade Runner von Ridley Scott gibt es Replikanten genannte künstliche Menschen, die im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen einen eigenen Charakter, einen eigenen Willen haben, aber von den Menschen nicht als gleichwertig angesehen werden. Auch hier verliebt sich Rick Deckard, der als Blade Runner ReplikantInnen eigentlich töten soll, in eine Replikantin. I'm Rachel. Deckard. In dieser Szene soll Rick Deckard in einem Test herausfinden, ob Rachel eine Replikantin ist. Was ihm auch gelingt. Jedoch war es schwieriger als sonst, da Rachel selbst nicht weiß, dass sie eine Replikantin ist. Sie sich für einen Menschen hält, da ihr die Erinnerungen eines echten Menschen eingepflanzt wurden. You're reading a magazine. You come across a full-page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Die Frage um Gleichberechtigung zwischen Menschen und ReplikantInnen, um die es im Film geht, wird ironischerweise durch das Frauen- und Männerbild der 80er Jahre konterkariert, aber das nur am Rande. In 2001, Odyssee im Weltall von Stanley Kubrick, hat die künstliche Intelligenz HAL 9000
deren Name ein wenig an Hell aus Metropolis erinnert, im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen schon gar keine menschenähnliche Gestalt mehr, sondern ist schlicht ein Computer bzw. eine Software, die wie ein Mensch und somit auch mit Menschen sprechen kann. HAL 9000 soll eine angebliche Weltraummission zum Jupiter unterstützen. Irgendwann beginnt HAL diese Mission aber zu torpedieren. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? HAL scheint eigene Ambitionen in der Mission entwickelt zu haben, die denen der Astronauten widersprechen. Wobei nicht klar ist, ob HAL wirklich einen eigenen Willen hat oder nur so programmiert wurde, um die Astronauten zu manipulieren. Das Theaterstück Rossum's Universal Robots, kurz RUR, von Karel Čapek aus dem Jahr 1920, das auch den Begriff des Roboters eingeführt hat auch das Narrativ der Vernichtung der Menschheit durch Roboter eingeführt, das bis heute prägend für den technologischen Posthumanismus, nicht zu verwechseln mit dem kritischen Posthumanismus ist, dessen Narrativ, von dem nicht wenige Menschen überzeugt sind, besagt, dass zu einem Punkt in der Zukunft von Menschen geschaffene künstliche Intelligenzen uns Menschen überlegen sein würden und uns entweder vernichten oder in ihre Gewalt bringen würden. Wie zum Beispiel in der Matrix-Trilogie von Lana und Lily Wachowski, in der es ein ähnliches Szenario wie in Metropolis gibt. Allerdings wird hier die Menschheit nicht durch die Oberschicht unterdrückt, sondern in einem posthumanistischen Szenario von einer künstlichen Intelligenz, die einen Großteil der Menschen unter ihre Kontrolle gebracht hat und in so etwas wie Brutkästen gesteckt hat, in denen sie von der KI zur Energiegewinnung genutzt werden, da in der realen Welt keine Sonne mehr scheint. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI? You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. Den Menschen in den Brutkästen wird eine alternative Welt simuliert, die so aussieht wie das San Francisco der 90er Jahre, in dem sich die Menschen auch wähnen zu leben. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. Nur eine Stadt mit Menschen, die nicht an die Matrix angeschlossen ist, ist übrig geblieben. Und eine kleine Gruppe von ihnen, angeführt von Morpheus, You've been living in a dream world, Neo. versucht, die Erde von der Herrschaft der Maschinen zu befreien. In der simulierten Welt befinden sich sowohl die echten Menschen als auch von der KI simulierte Menschen. Einige dieser simulierten Menschen unterstützen die Gruppe um Morpheus in ihrer Mission, die echten Menschen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, wie beispielsweise das Orakel. Hier wird also auch die Frage nach der Autonomie sowohl von echten als auch von künstlich simulierten Menschen gestellt. In Matrix wird also neben der Idee von künstlicher Intelligenz auch noch die Idee eingeführt, dass man Menschen mit Geräten verbinden kann, dass das menschliche Bewusstsein etwas ist, auf das man von außen zugreifen und es beeinflussen kann. Ähnlich wie Matrix spielt auch der Film Existenz von David Cronenberg mit der Simulation von Realitäten und der womöglichen Ununterscheidbarkeit von Realität und Virtualität. Hier werden Menschen durch einen sogenannten Bioport mit einem Computerspiel verbunden, in dem sie sich dann mit der Sensorik des ganzen Körpers befinden. Oh,
What that Hurts. Yes. Which record? No. Graphics up. Yeah. Back to Tokyo character. Really? This is what you want. No, this one. That was beautiful. I feel just like me. Is that kind of transition normal? That kind of smooth interlacing from place to place? It depends on the style of game. You can get jagged, brutal cuts, slow fades, shimmering little morphs. This is amazing. I had no idea. Es ist von der realen Realität, abgesehen von Glitches und redundantem Verhalten von Spielcharakteren, What's he doing? He's gone into a game loop. He won't come out of it until you give him a proper line of game dialogue. ununterscheidbar. Speaking of Computerspiele. In dem Videospiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red spielt man eine Person, wieder in einer dystopischen Megastadt, diesmal namens Night City, die durch einen Unfall mit einem an den Kopf angeschlossenen Computerchip das Bewusstsein einer weiteren Person, Johnny, verkörpert durch den aus Matrix bekannten Keanu Reeves, im Kopf hat. Und? Was sagst du? Ich bezweifle, dass Menschen hinter all dem stecken. Also Aliens? Sehr witzig. Du bist zu jung, aber früher hat man von freien KIs gesprochen, die im Cyberspace hausen. Diese Fusion zweier Persönlichkeiten in einem Kopf führt zum langsamen Verfall des Gehirns und beide müssen zusammen versuchen, sich zu retten. In Cyberpunk 2077 können sich Menschen mit Cyberware ausstatten, beispielsweise die Augen mit Software, die das Sehen verbessert. Man kann sich in den Erinnerungen anderer Menschen bewegen, was Braindance genannt wird. Und Menschen können auch ohne Körper in der Cloud weiterleben. Hier sind also das Digitale und das Körperliche schon komplett verschwommen. Die hören nicht ab, Johnny. Die spielen in ihren Köpfen herum. Diese fiktionalen Erzeugnisse prägen den öffentlichen Diskurs darüber, wie wir einerseits über künstliche Intelligenz und andererseits über unser Bewusstsein nachdenken, enorm, da uns diese Ideen auf lebensechte und emotionale Weise präsentiert werden und wir so lernen, diese Szenarien für möglich und realistisch zu halten. It's all about fiction. The only world that matters is the one in here. And you people believe the craziest shit. Ich würde hier aber in zwei Kategorien unterscheiden. In vielen Sci-Fi-Büchern, Filmen oder Computerspielen, in denen künstlich erschaffene Menschen, die meist ununterscheidbar von echten Menschen sind, eine Rolle spielen, können sie als Metapher verstanden werden, beispielsweise für den Umgang mit benachteiligten Minderheiten. Es geht hier in erster Linie gar nicht um die Frage, wie man mit theoretischen künstlichen Menschen umgehen sollte, sondern darum, wie mit echten Menschen, die sich in einer ähnlichen, auf unsere Welt übertragenen Situation befinden, wie die jeweiligen Androiden, die unterdrückt, versklavt, die nicht als gleichberechtigte Menschen wahrgenommen werden, umgegangen wird und wurde. Oder Matrix kann als Gesellschaftskritik verstanden werden, dass wir gefangen sind im falschen System, aus dem wir nicht ausbrechen können. Oder wie hier der Matrix-Film aus dem Jahr 2021 über sich selbst sagt: Obviously, the Matrix is about transpolitics. Crypto-fascism. It's a metaphor of capitalist exploitation. Diese Beispiele haben also womöglich aufgrund von missverstandener Metaphorik Einfluss auf diesen Diskurs, obwohl sie eigentlich ein ganz anderes Ziel haben. Dann gibt es aber eine zweite Kategorie, zu deren bekanntesten Beispielen die Serie Black Mirror gehört. Hier wird künstliche Intelligenz nicht als Metapher für etwas anderes verwendet, sondern als tatsächliches dystopisches Zukunftsszenario. Es werden verschiedene Zukunftsszenarien präsentiert, die teilweise sehr glaubwürdig erscheinen, in denen Menschen ihre Gehirne digitalisieren, in denen Roboter die Welt übernehmen. Diese Art von Sci-Fi hat in meinen Augen einen riesigen Einfluss auf diese Diskurse. Beispielsweise sagte der rechtslibertäre Multimilliardär Elon Musk bei der Präsentation des Brain-Machine-Interfaces seines Unternehmens Neuralink, this is obviously sounding increasingly like a Black Mirror episode. Zu Elon Musks Neuralink und Brain-Machine-Interfaces generell komme ich später zurück. So wird der Diskurs immer weiter in die Richtung geschoben, gegen die sich dieses Video richtet. Die Umkehrung der Bedeutung des Begriffs Blackbox. Denn in beiden Narrativen spielt der Begriff Blackbox eine entscheidende Rolle.
interessanterweise in entgegengesetzter Richtung. Bei künstlichen Intelligenzen ist eines der Hauptnarrative, dass sie Blackboxes seien, in die man nicht hineinschauen könne. Sie können, so das Narrativ, etwas selbstständig erlernen und dann, je nachdem, um was für eine KI es sich handelt, neue Dinge, zum Beispiel Kunst erschaffen oder als Roboter eigenständig unterwegs sein. Wie die KI zu ihren Entscheidungen, zu ihren Gedanken kommt, das sei nicht nachvollziehbar. Eine KI sei eine Blackbox. Umgekehrt wird das Gegenteil über unser Bewusstsein gesagt. Unser Bewusstsein sei nur eine Simulation, eine Illusion. Unsere Gehirne seien im Endeffekt nur Rechenmaschinen. Unsere Entscheidungen nur Produkt von chemischen Prozessen, die durch die Naturgesetze bestimmt werden. In Zukunft, wenn die Technik genug fortgeschritten sei, werden sie auslesbar sein, wie die Festplatten eines Computers. Dieser Widerspruch in sich zeigt schon, dass hier etwas nicht stimmen kann. Die Argumentation, alle Prozesse im Gehirn folgten den Naturgesetzen, müsste erst recht auf künstliche Intelligenzen, die auf Computerchips laufen, angewendet werden, da hier ja ganz klar jeder Rechenschritt nachverfolgbar ist. Und man müsste in dieser Logik KIs das Sein einer Blackbox absprechen. Gleichzeitig haben wir bis heute keinerlei Erkenntnisse darüber, wie unser Bewusstsein funktioniert. Weshalb es zumindest fragwürdig ist, zu behaupten, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis es entschlüsselt wäre. Also ist eine KI nun eine Blackbox? Ist unser Bewusstsein eine Blackbox? Nur eine von beiden? Oder beide keine? Was ist eine Blackbox? Genau das ist die entscheidende Frage und darum soll es hier gehen. Abgesehen von anderen Bedeutungen der Blackbox, wie der Bedeutung als Flugschreiber oder der als Kunstinstallation, hat der Begriff Blackbox zwei Bedeutungen, die in diesem Video eine wichtige Rolle spielen werden. In beiden ist die Blackbox etwas, in das man etwas hineingibt und etwas daraufhin hinauskommt. Die einzige Möglichkeit, eine Blackbox zu analysieren, ist, die Ein- und Ausgaben zu analysieren. Diese beiden Blackboxes sind die systemtheoretische und die psychologische Blackbox. In der Psychologie bezeichnet die Blackbox grob gesagt die Gedankenwelt eines Menschen, die sich nur durch die Metaebene der Kommunikation erreichen lässt, sich nicht direkt auslesen lässt. Die psychologische Blackbox ist also tatsächlich ein Konstrukt, in das man nicht hineinschauen kann, die man nur versuchen kann zu verstehen, indem man etwas in sie hineingibt und schaut, was darauf folgend als Reaktion wieder herauskommt. Die Analyse des psychischen Innenlebens eines Menschen erfolgt hauptsächlich über Sprache. Mimik, Gestik, Gerüche beiseite genommen. Und Sprache ist kein eindeutiger Code. Sie bietet Interpretationsspielraum, kann unterschiedlich gelesen werden. Der systemtheoretische Begriff der Blackbox wiederum ist ähnlich aufgebaut, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Auch hier wird, wie in der Psychologie die Psyche, ein System allein dahingehend betrachtet, indem man anschaut, was hineingegeben wird und was daraufhin herauskommt. Der Unterschied zum psychologischen Begriff der Blackbox jedoch ist, dass hier die innere Struktur des Systems in dem Betrachtungsmodell schlicht keine Rolle spielt. Sie kann, aber muss nicht unergründlich sein. Für die Methodik ist das egal. Diese Vorgehensweise wird EVA-Prinzip, für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe genannt. Ich möchte hier noch anfügen, dass man die Unterscheidung, die ich hier zwischen psychologischer und systemtheoretischer Blackbox ziehe, auch innerhalb der Systemtheorie, nach Heinz von Förster, zwischen trivialer und nicht trivialer Maschine ziehen kann. Die triviale Maschine ist eine einfache Rechenmaschine, bei der bei einer bestimmten Eingabe immer dieselbe Ausgabe herauskommt. Eine nicht triviale Maschine, und der Begriff Maschine ist ein wenig irreführend, aber hier synonym zum Begriff System zu sehen, ist unberechenbar. Über ein komplexes System wie beispielsweise unser Ökosystem können zwar Prognosen getroffen werden, eindeutig ausrechenbar ist es jedoch nicht. Und so sind auch wir Menschen, nach Förster, nicht triviale Maschinen, bei denen bei der gleichen Eingabe nicht immer das gleiche Ergebnis herauskommt. Nach Förster könnten aber auch Rechenmaschinen, sobald sie eine gewisse Komplexität erreicht hätten, auch den Status einer nicht trivialen Maschine erreichen, deren Rechenprozesse nicht mehr nachvollziehbar seien. Ich bleibe hier dennoch bei meiner Unterscheidung zwischen systemtheoretischer und psychologischer Blackbox, da ich diese Begriffe im Kontext dieses Videos sehr passend finde. Zu dem Argument der Komplexität und auch zur nicht trivialen Maschine komme ich aber später noch einmal zurück. Nun, wo die Begrifflichkeiten des Begriffs Blackbox, die ich hier verwende, geklärt sind, stehen immer noch die anfänglichen Fragen im Raum. Sind Menschen Maschinen? Können Maschinen denken? Sowohl der Mensch-Maschine-Diskurs, also die Idee, dass Menschen nur funktionierende Maschinen sind, als auch der Maschine-Mensch-Diskurs, also die Idee, dass Maschinen menschliche Eigenschaften annehmen können, sind keine neuen Diskurse. Im Gegenteil, es gibt sie seit Jahrtausenden, weshalb sich ein Blick zurück lohnt.
Wir sind, bzw. waren schon immer in einem Dilemma, das einen der ältesten philosophischen und naturwissenschaftlichen Diskurse ausmacht. Die Welt beruht auf Naturgesetzen. Aber gleichzeitig können wir uns mit Hilfe der Naturgesetze nicht erklären, wie das Leben entstanden ist. Und noch weniger, wie unser Bewusstsein funktioniert. Deshalb wurde in der Philosophie der Begriff der Metaphysik eingeführt, der unsere Gedankenwelt als etwas beschreibt, das sich außerhalb der Naturgesetze, außerhalb der Physik bewegt, obwohl alles, was in unseren Körpern passiert, Materie ist, die den Naturgesetzen folgt. Dem entgegen stehen die Physikalisten, die sagen, so etwas wie Metaphysik könne nicht existieren, da alles, was in unseren Körpern passiert, Materie ist, die den Naturgesetzen folgt. Pierre-Simon Laplace folgerte daraus, es gebe eine Weltformel, der alles folge. Er konstruierte einen fiktiven Laplace'schen Dämon, hier symbolisiert durch Dr. Manhattan aus Watchmen, der diese Weltformel kennt, also jedes einzelne Atom im Universum beobachten kann und so exakt sehen kann, was passiert ist und was passieren wird. Wenn man nun von dieser Weltformel ausgeht, muss man zwangsläufig von einer deterministischen Welt ausgehen, in der alles vorbestimmt ist und unser Bewusstsein und unsere Entscheidungsfreiheit nur eine Illusion sind. Da demnach auch alles, was in unserem Gehirn passiert, schlicht chemische Reaktionen sind und ein freier Wille undenkbar. Der Diskurs um eine deterministische bzw. indeterministische Welt ist ein ebenso riesiges Feld in der Philosophiegeschichte wie der Maschine-Mensch-Diskurs, der von religiösem Determinismus bis zu dem hier beschriebenen Determinismus in der Naturphilosophie geht. Er soll hier weitestgehend ausgeklammert werden. Ich komme am Ende des Videos aber nochmal darauf zurück. In Bezug darauf, wie deterministische Narrative sowohl im religiösen Kontext als auch im Kontext dieses Videos im Ausüben von Macht eine große Rolle spielen. Dem naturphilosophischen Determinismus kann erst einmal wenig entgegengesetzt werden, weil er in sich logisch ist. Jedoch gibt es einen großen Haken, der dieser in sich logischen Geschichte jegliche Grundlage nimmt. Unsere eigene Beschränktheit. Während die Naturgesetze weit ergründet sind, jedoch auch nicht vollständig, gibt es keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse, wie genau das Leben entstehen konnte. Nur die schwammige Theorie der Ursuppe. Geschweige denn, wie das Bewusstsein funktioniert, beziehungsweise was es überhaupt ist. Davon abgesehen, dass es schon ein Widerspruch in sich ist, aktiv darüber zu reflektieren, ob man überhaupt aktiv sein kann. Descartes schlussfolgert daraus, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Als Notlösung für dieses Dilemma werden die Entstehung des Lebens und die Bildung eines Bewusstseins als Emergenzphänomene beschrieben. Ein System bekommt durch das zufällige Aufeinandertreffen verschiedener Faktoren neue Eigenschaften und Funktionen, die vorher schlicht nicht existierten. So konnte in einem toten Universum, das aus Sternenstaub und Gasen bestand, eine lebendige Welt aus Bakterien, Organismen, Pflanzen und Tieren entstehen. Dieses Emergenzphänomen beschreibt aber nur etwas, das wir nicht erklären können. Im Falle unseres Bewusstseins kommt noch ein anderes Argument hinzu. Ganz egal, wie es wirklich ist, müssen wir davon ausgehen, dass wir einen freien Willen haben, weil alleine das Gegenteil zu denken dazu führt, dass wir uns jegliche Freiheit zu denken und zu entscheiden aktiv nehmen. Dazu kommt, dass das mit der Wirklichkeit sowieso schon eine schwierige Sache ist. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Wir kennen die Wirklichkeit nur über unsere Sinneserfahrung und jeder Mensch hat in seinem Kopf sein eigenes Bild von der Wirklichkeit, sein eigenes Universum. Die wirkliche Wirklichkeit, nach Kant das Ding an sich, kennen wir nicht. Gleichzeitig haben wir Menschen aber auch eine gemeinsame Wirklichkeit, sonst könnten wir nicht miteinander interagieren. Und diese gemeinsame Realität kreieren wir zu großen Teilen durch Sprache, durch Kommunikation. Durch das wundervolle, aber auch unzuverlässige Instrument der Sprache gleichen wir also unsere jeweiligen Wirklichkeiten ab und können uns, mal besser, mal schlechter, verständigen. Und so eine gemeinsame Realität erzeugen. Der parallele Diskurs darüber, ob Maschinen denken können, also über künstliche Intelligenz, hat auch eine längere, wenn auch nicht so lange Vorgeschichte. Dreh- und Angelpunkt dieses Diskurses ist der Turing-Test, dessen Namensgeber diesen aber nicht als Test, sondern als Imitation Game beschrieben hat. In Computing Machinery and Intelligence stellt Alan Turing zu Anfang des Textes die Frage Can machines think? Können Maschinen denken? Und formuliert sie zum Imitation Game um, das, wie er selbst sagt, der Ursprungsfrage nach denkenden Maschinen sehr ähnlich sei. Und das in relativ unzweideutigen Worten. Relatively unambiguous words.
Erst nach seinem Tod wurde das Game uminterpretiert, erweitert und zu Turing-Test umbenannt. Dieser Turing-Test soll heute dazu dienen, Computern intelligentes, dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen zu attestieren. Das von Turing beschriebene Imitation Game läuft so ab. Eine Person hat gleichzeitig einen Schriftwechsel einmal mit einer Maschine, einmal mit einem Menschen. Heute würde man sagen, sie chattet gleichzeitig mit einem anderen Menschen und einem Chatbot und soll sagen, welcher der beiden ein Mensch und welcher eine Maschine ist. Wird die Maschine als Mensch identifiziert, hat sie das Imitation Game gewonnen, beziehungsweise im heutigen Sinne den Turing-Test bestanden. Schon auf der Sprachebene kann man hier bei der Namensänderung sehen, auf welchen Ebenen künstliche Intelligenz gedacht werden kann. Der Ebene, dass bei einer Maschine, die den Turing-Test besteht, Denkvermögen nachgewiesen werden kann. Oder aber, dass diesen nur den Anschein von Denkvermögen erweckt, dieses imitiert, weil sie erschaffen wurde, genau das zu tun. Wie Plastikpflanzen, die, wenn sie gut gemacht sind, richtige Pflanzen täuschend echt imitieren, aber niemand behaupten würde, es wären durch die erfolgreiche Imitation richtige Pflanzen. Wobei hier wieder das Problem der Wahrnehmung und der Wirklichkeit aufkommt. Man könnte argumentieren, dass die Plastikpflanze bis zu ihrer Enttarnung als richtige Pflanze wahrgenommen wird und so für den Betrachter auch eine ist. Ähnlich könnte man bei einer Mensch-Maschine oder einer mechanischen Holzpuppe oder einem Chatbot argumentieren. Solange eine Maschine den Eindruck erweckt, sie sei ein Mensch, spielt es schlicht keine Rolle, ob sie einer ist oder nicht. Für den Menschen, mit dem sie interagiert, ist sie ein Mensch. Erst wenn die Imitation auffliegt, wird sie für den mit ihr interagierenden Menschen zur Maschine. Aber das geht hier vielleicht ein bisschen zu weit, passt aber gut zu Alan Turings Denkweise. Denn interessant bei Alan Turing ist auch, dass er in Computing Machinery and Intelligence als Vorstufe zum Imitation Game ein Spiel beschreibt, in dem eine Person mit nicht definiertem Geschlecht, C, einen Schriftwechsel mit einem Mann, der eine Frau imitiert, A, und einer echten Frau, B, hat und das wahre Geschlecht dieser Person herausfinden soll. Dabei sollen beide C überzeugen, dass sie eine Frau seien. B, die Frau, soll C helfen, A als Nicht-Frau zu enttarnen. Dabei sei, wie er sagt, wahrscheinlich die beste Strategie, die Wahrheit zu sagen. Katrin Köppert beschreibt in ihrem Text AI Queer Art die Annahme, Geschlecht sei nicht biologisch determiniert, als die Grundlage für die nachfolgende Versuchsanordnung, das Imitation Game. Turings Geschlechterspiel impliziert demnach also die generelle Uneindeutigkeit von Geschlecht. Die Imitation eines Geschlechts besteht darin, Geschlechterstereotype zu reproduzieren. In seinem Text führt er als Beispiel beispielsweise lange Haare an. Anders kann die Imitation auch nicht durchgeführt werden, da geschlechterspezifisches Verhalten keine klaren Regeln hat, sondern sozial antrainierte Verhaltensweisen, Ästhetiken sind. Das wahre Geschlecht, nach dem im Spiel gefragt wird, gibt es gar nicht. So geht es beim Geschlechterspiel eigentlich nicht darum, ob es sich beim Gegenüber um eine Frau handelt, sondern um die Frage, ob das überhaupt eine Rolle spielt, wenn die Illusion funktioniert, mit einberechnend, dass männliches und weibliches soziales Verhalten keine Parameter sind, die man messen kann. Und so geht es auch beim Imitation Game nicht darum, ob es sich um eine Maschine handelt oder nicht, sondern um die Frage, ob Computer möglich sind, die in ihrem Verhalten Menschen gleichen können. Alan Turing klammert die Frage nach dem künstlichen Bewusstsein also schon von vornherein aus. Es geht nicht um die Frage, ob Maschinen denken können, sondern darum, ob sie bei einem Menschen diesen Eindruck erwecken können. Hier ist es wichtig zu sehen, dass der Turing-Test eine Anwendung der psychologischen Blackbox ist. Er erfolgt über die Metaebene der Sprache. Dies ist relevant, da Menschen auf der psychologischen Ebene getäuscht werden können. Die realistische Imitation eines Vorhandenseins eines Bewusstseins sagt, auch wenn sie funktioniert, nichts über ein tatsächliches Vorhandensein eines Bewusstseins aus. Der Turing-Test testet also nicht die Maschine, sondern den mit ihr interagierenden Menschen, ob er sich täuschen lässt. Es geht hier nicht darum, ob eine KI denken, geschweige denn ein Bewusstsein entwickeln kann. Heute leben wir nun in einer Zeit, in der es Chatbots gibt, wie Alan Turing sie sich vorgestellt hat. Am bekanntesten ist ChatGPT von OpenAI, aber auch Google hat ein Language Model entwickelt, das sie Lambda genannt haben, das in seiner heutigen Form als Gemini bekannt ist. Hier konnte man im Sommer 2022 quasi live beobachten, wie Lambda das Imitation Game gegen einen inzwischen gefeuerten Angestellten von Google gewonnen hat. Er kam in Gesprächen mit Lambda zu der Überzeugung, es wäre eine Person und hätte Gefühle und kämpft nun dafür, dass Lambda offiziell bei Google arbeitet und nicht nur ausgenutzt würde und sucht nach einer anwältlichen Vertretung, die für ihre Rechte einsteht. Doch dazu später mehr. So viel zu den philosophischen und fiktionalen Kontexten der Diskurse, die schon Jahrhunderte vor den heutigen KI- und Transhumanismus-Diskursen begonnen haben, aber schon ziemlich exakt die Diskurse beschreiben, die heute um KI und das Bewusstsein geführt werden.
Es ist ein jahrhundertealter Streit in Kunst, Philosophie und Naturwissenschaften, in den nun neue Akteure eingestiegen sind. Doch wie sieht es nun heute aus mit den neuen Entwicklungen um künstliche Intelligenz und Machine Learning? Um zu verstehen, wie intelligent diese sogenannten Intelligenzen wirklich sind, was sie imstande sind zu tun und was nicht, und welche Problematiken sie mit sich bringen, ist es hilfreich, sich anzuschauen, wie sie aufgebaut sind. Die Begrifflichkeiten in diesem Komplex sind nicht sehr eindeutig und werden oft miteinander vermischt oder synonym zueinander verwendet. Ich verwende hier Machine Learning als den Entstehungsprozess einer KI und eine KI als finales, auf dem Machine Learning-Prozess aufbauendes Programm, das dann von Menschen in irgendeiner Form genutzt werden kann. Es ist allerdings ein fließender Übergang, da sich eine KI in Operation auch laufend durch Machine Learning optimieren kann. Einer KI können auch eine Vielzahl von Machine Learning-Prozessen und anderen KIs zugrunde liegen, wie ich gleich beschreiben werde. Machine Learning ist ein sehr aufwendiger, vielschichtiger Prozess und der Programmierung eines Machine Learning-Algorithmus liegen sehr viele Ebenen, mathematische Formeln, Forschung zugrunde. Mit all diesen werde ich mich hier nicht beschäftigen. Dazu gibt es anderenorts genug Informationen von Menschen, die sich wirklich damit auskennen. Wie aber das Grundkonzept von Machine Learning funktioniert, ist relativ simpel. Man nimmt einen riesigen Datensatz, je größer, je diverser, desto besser, in dem dann Muster gefunden werden sollen. Dies kann alles Mögliche sein. Krankenakten, um Krankheiten besser diagnostizieren zu können. Texte verschiedener Sprachen, um eine Übersetzungsmaschine zu trainieren. Oder Bilder mit einer Bildbeschreibung, um Inhalte in Bildern erkennen zu können. Oder auch neue Bilder generieren zu können. An letzterem will ich nun detaillierter zeigen, wie KIs aufgebaut sind. Wir geben einen spezifischen, sehr großen Datensatz, beispielsweise mit Bilddateien von Tieren, die jeweils mit der Information verknüpft sind, welches Tier auf dem Bild zu sehen ist, in den Machine Learning-Prozess. Nun sucht das Programm nach Mustern, auf Englisch Pattern Recognition, welche Pixelanordnung am wahrscheinlichsten welcher Buchstabenkombination zuzuordnen ist. Nach erfolgtem Training kann man der KI ihr unbekannte Tierfotos einspeisen und sie gibt das wahrscheinlichste Tier als Antwort heraus. Bei einer KI handelt es sich also um eine stochastische Maschine. So kann sich die KI, nachdem sie trainiert wurde, auch weiter optimieren. Sie bekommt andere Tierfotos eingespeist und wenn sie ein falsches Ergebnis herausgibt, beispielsweise wird ein Hund anstatt einer Katze erkannt und man ihr diesen Fehler mitteilt, kann sie ihre gelernten Muster anpassen und immer genauer werden. Interessanterweise kann man die gelernten Muster in zwei Richtungen verwenden, also aus einem Machine Learning-Prozess verschiedene KIs kreieren. Sie können, wie gerade beschrieben, zu einer Inhaltserkennungs-KI gemacht werden. Nennen wir diese KI hier KI1. Aber die gelernten Muster können auch zu einer KI gemacht werden, die anhand ihrer gelernten Muster neue Bilder generiert. Nennen wir sie hier KI2. In diesem Beispiel generiert KI2 Katzen, anhand der im Machine Learning-Prozess gelernten Muster. Um diese KIs noch besser zu machen, können GANs eingesetzt werden. GAN steht für Generative Adversarial Network. Hier treten zwei KIs in einem erneuten Machine Learning-Prozess gegeneinander an und optimieren sich gegenseitig. In meinem Beispiel treten KI1 und KI2 gegeneinander an. KI2 ist der Generator und KI1 der Diskriminator. Heißt, KI2 generiert Bilder anhand ihrer gelernten Muster und KI1 versucht anhand ihrer gelernten Muster zu erkennen, was auf dem Bild dargestellt sein soll und gibt ihr Ergebnis an KI2 zurück. Wenn das Erkannte dem Generierungsauftrag entspricht, gibt KI2 KI1 ein positives Signal zurück, falls nicht ein negatives. So lernt KI2 immer bessere Bilder zu generieren, während KI1 anhand des Feedbacks, das ihr KI2 zurückgibt, ihrerseits immer besser wird, die Generationen zu bewerten und so immer anspruchsvoller in ihrer Bewertung wird. Was bedeutet, dass KI1 einerseits immer besser in der Bewertung von Inhalten und andererseits immer besser in der Erkennung von künstlich generierten Bildern wird. Ein GAN ist also so konzipiert, dass der Generator den Diskriminator überlisten soll, ein künstliches Erzeugnis für ein echtes zu halten, während dadurch, dass der Diskriminator die Information erhält, überlistet worden zu sein, die Überlistung immer schwieriger wird und beide KIs immer besser in ihren jeweiligen Aufgaben werden. Nennen wir diese neuen optimierten KIs KI1A und KI2A. Eines der bekanntesten GANs ist StyleGAN von Nvidia, das man beispielsweise darauf trainieren kann, Gesichter zu generieren. Dieser StyleGAN wird später bei BMIs noch einmal eine Rolle spielen.
Nun können wir noch einen Schritt weiter gehen und mit Hilfe von KI 1a, deren Machine Learning Prozess bisher nur aus monothematischen Bildern, wie einem Baum oder einem Haus bestand, eine KI bauen, die Inhalte in komplexeren Bildern erkennt. Beispielsweise Landschaftsbilder mit vielen verschiedenen Inhalten. Himmel, Bäume, Häuser, Flüsse, Blumen, etc. Nennen wir diese neue KI KI 1b. KI 1b erkennt die einzelnen Objekte auf den jeweiligen Bildern und erstellt für jedes Bild eine Semantic Map oder auch Segmentation Map. Ein Bild, das nur die abstrakten Informationen als Farbfläche enthält. Bei dem Trainieren solcher KIs, die Semantic Maps erstellen, helfen übrigens auch wir alle mit. Wenn wir sagen, wo im Bild sich beispielsweise eine Ampel befindet, um auf einer Webseite zu beweisen, dass wir Menschen sind. Was ja lustigerweise eine Art Turing-Test in umgekehrter Richtung ist. Diese Inhaltserkennungs-KIs sind insbesondere relevant für das autonome Fahren, beziehungsweise generell in Bezug auf Roboter, die sich autonom in der Welt bewegen sollen. Gerade Nvidia und auch Google, die für diese Captchas verantwortlich sind stark involviert in autonomes Fahren. Jetzt können wir einen neuen Mustererkennungsprozess starten, mit Landschaftsbildern, zusammen mit von KI 1b erstellten Semantic Maps von jedem einzelnen dieser Landschaftsbilder. Die aus diesem Machine Learning Prozess resultierende KI kann nun neue Bilder auf Grundlage von Semantic Maps generieren. Jetzt werden KI 1b und KI 2b wieder in einem Garn aufeinander losgelassen und KI 2b generiert Landschaftsbilder, die KI 1b dann bewertet und KI 2b ein positives oder ein negatives Feedback zurückgibt, bis die daraus resultierende KI in der Lage ist, halbwegs authentische Bilder auf Grundlage von Semantic Maps herzustellen. Ein Programm dieser Art ist beispielsweise Nvidia Canvas, in dem man Semantic Maps malen kann und die KI laufend neue Bilder auf Basis dieser Semantic Maps generiert. Auch in meiner Arbeit Blackbox One habe ich Nvidia Software verwendet. Genauer genommen die Webversion von Nvidia Gaugan in ihrer ersten Version. In der Arbeit habe ich von mir gefilmtes Material in künstlich generiertes Bildmaterial umgewandelt, das aber immer noch meiner Kameraführung folgt. So bin ich dabei vorgegangen. Ich habe von unzählig vielen Standbildern meiner Videos Semantic Maps mit besagter KI 1b erstellen lassen. Besagte KI 2b erstellt aus diesen Semantic Maps neuartige Bilder, die der Bildkomposition der Semantic Map respektive der Ursprungsbilder entsprechen, insofern bei der Bilderkennung alles richtig gelaufen ist. Die ganzen Einzelbilder habe ich mit einer Upscaling-KI wieder hochskaliert und dann mit der Software Ibisynth, die über die Style-Transfer-Methode Animationen herstellen kann, entsprechend der Ursprungsvideos animiert und schließlich alles miteinander verwoben. Selbstverständlich gibt es neben den falsch erkannten Objekten auch noch das Problem, dass es in der wirklichen Welt unendlich viel mehr Dinge gibt, als die KI kennt. Diese werden dann entweder ebenso falsch erkannt oder einfach ignoriert. Die neuen Bilder sind also keine vollständigen AI-Repräsentationen der Ursprungsbilder. Was hier auch noch relevant ist, dass neben der Verwebung der einzelnen Videoclips zu einem großen ganzen Video, das nicht die Arbeit einer KI, sondern die Arbeit von mir war, auch ich hier die Bilder ausgewählt habe, wo die Übersetzung gut gelungen ist oder die ich ansprechend fand. Hunderte fehlgeschlagene Versuche kann man im Endresultat nicht sehen. Was man hier sehen kann, ist also keine reine KI-Repräsentation meines Filmmaterials. Was man hier sehen kann, sieht aber auch allgemein viel ansprechender aus als das originale Material, da das Trainingsmaterial selbstverständlich aus schönen Bildern besteht, da die KI dann ja auch schöne Bilder auf Basis des Trainingsmaterials generieren soll. Eine wirkliche Repräsentation der Welt ist das hier also nicht. Zu den Trainingssets komme ich gleich zurück. Denn in der letzten Zeit sorgt eine neue Art von Bildgenerierungs-KIs für großes Aufsehen. KIs, denen man einen Text eingibt und die auf Basis dieses Textes ein Bild generieren können. Das können sie so gut, dass es die Welt in Aufruhr versetzt hat. Das erste große Beispiel war DALL-E von OpenAI, das in seiner dritten Version neben ChatGPT auch in einigen Diensten von Microsoft integriert ist. Schnell kamen zahlreiche neue Text-to-Image-AIs dazu, sowohl Closed als auch Open Source. Die Trainingssets dieser KIs bestehen aus einer riesigen Menge von Text-Bild-Paaren, das heißt Bilder mit jeweils einer Bildbeschreibung.
Diese Text-Bild-Paare werden im Internet durch automatisierte Prozesse, sogenannte Webcrawler, zusammengesammelt. Diese Webcrawler streifen einfach durchs Internet und speichern alles, was sie finden können. Suchmaschinen beispielsweise arbeiten auch mit Webcrawlern, auf deren Datenbank man dann bei einer Websuche zugreift. Die Webcrawler, die Text-Bild-Paare sammeln, speichern also alle Bilder, die sie im Internet finden können, die mit einem Text verknüpft sind. Und das Internet ist voll von diesen Text-Bild-Paaren, da Bildbeschreibungen einerseits der Barrierefreiheit dienen und andererseits wichtig sind, um über Suchmaschinen gefunden zu werden. So versehen natürlich auch KünstlerInnen, die ihre Bilder auf diversen Plattformen hochladen, diese Bilder mit inhaltlichen Bildbeschreibungen einerseits und andererseits mit technischen Details, beispielsweise welche Programme sie genutzt haben und bei Fotos welche Kamera, welches Objektiv etc. sie verwendet haben. Auch diese technischen Details sind für die spätere KI sehr nützlich. Auch Stockfotos, die wahrscheinlich das erste Opfer dieser neuen KIs werden, sind eine ideale Quelle für Text-Bild-Paar-Webcrawler. Eine weitere ideale Quelle sind Inhaltsaggregatoren wie Pinterest, die ihrerseits nur von anderen Quellen entnommenes Material weiterverbreiten. Hier ist also die Kontrolle über die Herkunft der Bilder schon komplett verloren. Seiten wie Pinterest sind nützlich, da Bilder von dort sowohl mit zusätzlichen von Menschen hinzugefügten Informationen versehen sind, als auch die NutzerInnen dieser Plattform diese nutzen, um ästhetische, gefällige Bilder zu teilen. Für eine KI, die ästhetische, gefällige Bilder produzieren soll, ideal. Im Falle von gesammeltem Material von solchen Inhaltsaggregatoren findet also eine unfreiwillige Kuratierung von Menschenhand statt. Ansonsten hat man am Ende dann Milliarden von unkuratierten Text-Bild-Paaren als Trainingsmaterial für die Machine-Learning-Prozesse. So gut wie alle dieser neuen Text-zu-Bild-KIs sind Diffusion-Models. Dahinter stecken zwei relevante Machine-Learning-Prozesse. In einem werden die gesammelten Text-Bild-Paare in einen Mustererkennungsprozess geworfen, der Zusammenhänge zwischen den Texten und den Bildern finden soll. So können Bildeigenschaften in Kategorien geordnet werden. Beispielsweise haben alle Bilder, die das Wort Porträt in ihrer Beschreibung enthalten, ähnliche Eigenschaften. Oder Bilder, deren Beschreibungen den Namen einer Künstlerin beinhalten, haben ähnliche Eigenschaften. Oder Bilder, deren Beschreibungen den Namen einer bestimmten Software enthalten, haben ähnliche Eigenschaften. Oder Bilder, deren Beschreibung die Information enthält, mit welchem Objektiv das Foto aufgenommen wurde, haben ähnliche Eigenschaften. Für die automatisierte Erstellung von Bildbeschreibungen und zur Erkennung von Inhalten auf Bildern sind das schon sehr gute Voraussetzungen. Für den umgekehrten Prozess, aus einer Bildbeschreibung ein Bild zu generieren, ist noch ein weiterer Machine-Learning-Prozess nötig, um annähernd authentische Ergebnisse zu erzielen. Hierfür werden die Bilder des Trainingssets immer mehr verrauscht, also einem Bild werden immer mehr zufällige Pixel hinzugefügt, bis das Bild nur noch aus Rauschen besteht. In dem Machine Learning-Prozess wird die KI nun darauf trainiert, wie man die Bilder wieder entrauscht. Eine KI, die man aus diesem zweiten Machine Learning-Prozess kreieren kann, ist eine Denoise-KI, die beispielsweise Fotos, die mit einer hohen Empfindlichkeit aufgenommen wurden, entrauschen kann. Mit den Ergebnissen beider Machine Learning-Prozesse miteinander kombiniert, kann man der neuen KI ein zufällig generiertes neues Image zusammen mit einer neuen Bildbeschreibung eingeben und die KI versucht, anhand ihres gelernten Denoise-Algorithmus und den gelernten Mustern aus den Text-Bild-Paaren das zufällige Rauschen zu entrauschen, bis tatsächlich ein neues Bild da ist, das der eingegebenen Bildbeschreibung möglichst entspricht. Jeder Auftrag, Prompt genannt, fängt also mit einem Bild mit zufällig verteilten Pixeln an, also einem neues Image. Und bei jedem Auftrag wird ein neues Bild mit zufällig verteilten Pixeln generiert, mit dem dann der Generierungsprozess gestartet wird und man am Ende dann ein sogenanntes AI-Generated Artwork hat. Deshalb entsteht, auch wenn man mehrmals den gleichen Input in die Maschine eingibt, immer ein neues Bild. Wir haben es hier also nach Heinz von Förster mit einer nicht trivialen Maschine zu tun. Bei der gleichen Eingabe kommt immer ein anderes Ergebnis heraus. Jedoch nur, weil am Anfang jedes Prozesses ein zufällig generiertes Rauschen steht. Ein Prompt in die gleiche Maschine, mit dem einzigen Unterschied, dass das Noise Image immer gleich ist und nicht ein zufällig generiertes ist, und schon käme immer exakt das gleiche Bild heraus. Da aber Teil der Maschine ein Zufallsprodukt ist und man als Benutzer in der Maschine nicht die Möglichkeit hat, das Rauschen zu beeinflussen, ist diese systemtheoretische Blackbox, an der wir nur Input und Output kontrollieren können, eine in ihrer Programmierung erzwungene, nicht triviale Maschine. So gesehen ist alleine schon die Generierung des Noise Image eine nicht triviale Maschine. Nur dass für uns jedes Noise Image immer gleich aussieht, keine Bedeutung hat und so für uns Menschen völlig unspektakulär ist. Bei Stable Diffusion hat man beispielsweise Kontrolle über das Rauschen und kann aus der nicht trivialen Maschine eine triviale Maschine machen. Der nächste Schritt von Text-to-Image-AIs zu Text-to-Video-AIs ist auch schon im Gange.
Sowohl Facebook als auch Google haben schon ihre Versionen von Text-zu-Video-AIs präsentiert. Und in der Zwischenzeit hat auch OpenAI mit seiner Text-to-Video-AI Sora für Furore gesorgt, die neben anderen Text-to-Video-Modellen von Runway ML und von Adobe selbst auch bald in Adobe Premiere integriert sein werden wird. Und auch in einem anderen Bereich hat sich inzwischen etwas getan, das lange nicht im Vordergrund der Entwicklungen stand: Musik. Hier zum Beispiel ein Song, den ich mit Hilfe des von ehemaligen Google-Angestellten geschaffenen Udio erstellt habe. Hallo, hallo, das ist nicht echt. Das hier ist ein KI-generierter Track. Meine Stimme, dieser Beat, alles fake, nichts ist echt. Meine Stimme, dieser Beat, alles fake, nichts ist echt. Meine Stimme, dieser Beat, alles fake, nichts ist echt. Auch hier stellen sich die gleichen Copyright-Fragen, wie bei Text, Bild und Video, da auch diese KIs mit sämtlicher Popmusik der Musikgeschichte trainiert wurden, ohne dass es irgendeine Entlohnung oder Vereinbarung gab. Die Faszination, die von diesen generativen KIs ausgeht, rührt natürlich von solchen generierten Inhalten her, die künstlerisch wirken. Alles andere ist relativ langweilig und nachvollziehbar. Ein Bild von einem Haus am Strand? Ja klar, die AI wurde auf Häuser am Strand trainiert. Aber bei Kunst entsteht plötzlich das ungute Gefühl von, die KI erschafft etwas Neues. Sie ist kreativ. Ist das hier Kunst oder nicht? Wer weiß es schon. Stochastische Beats, maschinelle Zungen. Wenigstens der Text, den du hier hörst, der Text ist nicht einer Maschine entsprungen. Ist nicht einer Maschine entsprungen. Meine Stimme, dieser Beat, alles fake, nicht. Deshalb werden die eben genannten Bildgenerierungs-KIs auch nach Künstlern benannt. Gauguin ist eine Mischung aus Paul Gauguin und der Machine Learning-Technik GAN. DALL-E ist eine Mischung aus Wall-E und Salvador Dalí. Dass das Kreative der generierten Bilder im Trainingsmaterial der KIs liegt, ist jedoch offensichtlich. Nun gibt es einen großen Aufruhr unter KünstlerInnen, GestalterInnen, DesignerInnen und anderen, die beklagen, dass diese generativen KIs einerseits ihre Berufe gefährden und andererseits die kreative Arbeit dieser ohne deren Zustimmung zum Trainieren der KIs benutzt wurde, was absolut stimmt. Und da kein Beteiligter dem zugestimmt hat, dass ihre Erzeugnisse Teil eines Trainingssets einer KI werden, die die Ästhetiken dieser reproduziert, tut sich hier ein offenkundiges Problem auf. Bei geschlossenen Systemen wie DALL-E könnte man hier noch einschreiten und einerseits fordern, dass bestimmte Inhalte nicht Teil der Trainingssets sein dürften, was schwierig werden dürfte, da es dem Prinzip der unfassbar großen, unkuratierten Trainingssets widerspricht und sich auch die Frage stellen würde, wo die Grenze ist, da ja so gut wie jeder Inhalt im Internet eine Urheberin hat, die man um Erlaubnis fragen müsste. Und das bei buchstäblich Milliarden von Bildern unmöglich ist. Dass man ungefragt Material verwendet, ist also ein Grundprinzip dieser Art von KIs, deren Trainingssets aus zufällig gecrawltem Material bestehen. Zwar hat Adobe eine KI namens Firefly entwickelt, die auch in Photoshop integriert worden ist, die laut eigener Aussage fair trainiert worden sein soll. Was aber auch nur die halbe Wahrheit ist, da Adobe einfach die Lizenzbedingungen für seine Stockfotobibliothek geändert hat und so, ohne zu fragen, diese zum Training verwendet hat. Und auch, dass Adobe nur seine Stockfoto-Library und Public-Domain-Content für das Training verwendet hat, würde ich zumindest anzweifeln. Zumal herauskam, dass auch KI-generierte Bilder anderer Services, die wiederum nicht fair trainiert wurden, im Trainingsset für Firefly gelandet sind. Und gerade, Stand Juni 2024, steht eben dieses Adobe wieder in der Kritik, seine Nutzungsbedingungen so angepasst zu haben, dass sie von ihren NutzerInnen erstellte Inhalte für KI-Trainings verwenden dürften. Ebenso gibt es einen Aufstand gegen Facebook, die die gleiche Politik bei ihren Plattformen eingeführt haben. Dieser Aufruhr wird wohl noch eine Weile weitergehen, bis einerseits der Hype um KI-generierte Bilder abflacht und andererseits das Generieren von Bildern zu illustrativen Zwecken oder als Stockfotoersatz ein normaler Teil unserer Welt ist. Spätestens mit der Ankündigung von Apple am 10. Juni 2024, dass man auf Apple-Produkten ab jetzt on-device schreckliche Low-Quality-KI-Bilder generieren kann, ist das Ganze nun kompletter Mainstream. Kreativ sind diese KIs jedoch sicherlich nicht. Sie exploiten lediglich die Kreativität der Menschen, deren Bilder in den Trainingssets gelandet sind. Und auch den Take einiger EnthusiastInnen, dass Prompt Engineering nun eine neue Kunstform sei, halte ich für etwas langweilig. Aber wir werden sehen. Abgesehen der Probleme der Urheberschaft sind die Trainingssets aber auch problematisch und werden es immer sein, da sie nie die ganze Welt abbilden können und die Ergebnisse, seien es Bilder oder Sprache, auf die ich gleich komme, immer Vorurteile beinhalten. Worauf die ForscherInnen auch explizit hinweisen.
Hier zum Beispiel bei der Party-Text-to-Image-AI von Google, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass die AI vor allem mit Text-Bild-Paaren mit englischer Beschreibung trainiert wurde. Das schließt einen großen Teil der Welt aus, der dann in den Ergebnissen unterrepräsentiert ist. Auch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Ergebnisse diskriminierende Inhalte beinhalten, da es bei dieser Masse von unkuratiertem Trainingsmaterial, das im Internet, das voll von diskriminierenden Inhalten ist, zusammengesammelt wurde, so gut wie unmöglich ist, diese komplett herauszufiltern. Und so werden diese logischerweise in die Mustererkennung aufgenommen und reproduziert. So gibt es auch bei Text-zu-Bild-KIs viele Beispiele für die Reproduktion von Geschlechterstereotypen. Dass zum Beispiel IngenieurInnen stereotyp männlich dargestellt werden und KrankenpflegerInnen stereotyp weiblich. Auch gibt es viele Beispiele für reproduzierte Rassismen. Hier Jordan Harrod über ihre Erfahrung mit der App Lensa, mit der man AI-generated Avatare von sich selbst generieren kann, deren Technik auf Stable Diffusion basiert. Especially if you're a person of color, a lot of them don't look like you. When I look through mine, which I'll show over here, a lot of them just look like generic black people. Generic light-skinned black people. And I'm already a light-skinned person. I'm already fairly pale for coming off the boat. But even with that, it often made me paler than I was before, which I'll get into in a little bit. Und führt aus? But it was interesting to see that a lot of the images that were generated were very Eurocentric. My skin tone was lightened in a lot of these images. I was made to look whiter, effectively, in a lot of these images. And that's something that concerns me. That is something that concerns me because I worry that it narrows our general conception of what beauty looks like, of what art looks like. And if we have these models that are generally biased towards kind of a Western Eurocentric style, whether that be in representing people, whether that be in representing other kinds of art, we know that there's just more images of that, and these data sets tend to be biased in that direction. And so it worries me a little bit that apps like this, generative art like this, is steering people who use it in a direction of believing that this is what things should look like, as opposed to looking towards other forms of art and other representations of beauty and gender and things like that. Wo es die gleichen Probleme gibt und wo es im Kontext dieses Videos besonders spannend wird, sind KIs, die Texte generieren und, weiter noch, Gespräche führen können. Das bekannteste Language Model ist GPT von OpenAI, aber auch Google hat ein Language Model entwickelt, das sie Lambda genannt haben, das in seiner heutigen Form Gemini heißt. Und seitdem OpenAI im November 2022 ChatGPT veröffentlicht hat, sind diese Language Models in aller Munde. Diese KIs wurden auf Millionen von Texten trainiert und können Texte aller Art generieren, nachdem ihnen ein Anfangssatz eingespeist wurde. So können Abwandlungen dieser KIs in Form von Chatbots auch Gespräche mit Menschen führen. Das können sie auf gruselige Weise so gut, dass sie oft menschlich wirken. Was die Menschen, die an die Umkehrung der hier beschriebenen Diskurse glauben, in ihrem Glauben bestärkt. Hier kommt das Imitation Game von Alan Turing wieder ins Spiel. Da dieses Spiel, das, während es erdacht wurde, ein hypothetisches Spiel war, nun das erste Mal in der Realität angewendet werden kann. Der kurz danach gefeuerte Blake Lemoine, der bei Google dafür zuständig war, Lambda zu testen, hat, bevor wir normalen Menschen Zugang zu diesen futuristischen Chatbots hatten, schon mit ihm spielen dürfen. Und wie Nathanael im Sandmann gegen Olympia, das Imitation Game gegen die Maschine verloren. Auch wenn er selbst forderte, den Turing-Test an Lambda durchzuführen. And we kind of all agreed the best thing to do next is you run a real Turing test, exactly like Alan Turing wrote it. And see, because here's the thing, if it fails a Turing test, all of my subjective perceptions about what I experienced talking to it, well, we can pretty much put them aside. It failed the Turing test. But Google doesn't want to allow that to be run. In fact, they have hard-coded into the system that it can't pass the Turing test. They hard-coded that if you ask it if it's an AI, it has to say yes. Google has a policy against creating sentient AI. And in fact, when I informed them that I think they had created sentient AI, they said, no, that's not possible. We have a policy against that. Lustigerweise ist aber eine Sache, die Lemoine gerade gesagt hat,
die er als Argument für die Sentience der KI hervorbringt, ein springender Punkt, der gegen diese spricht. Der Fakt, dass Google der KI selbst einprogrammiert hat, hardcoded, dass sie den Turing-Test nicht bestehen könne, da sie auf die Frage, ob sie eine KI sei, Ja sagen müsse. Das ergibt by the way auf mehreren Ebenen keinen Sinn, da, um den originalen Turing-Test zu bestehen, ihr auch fest einprogrammiert werden müsste, dass sie ein Mensch sei. Und Lemoine, auch in dem Wissen, dass sie kein Mensch ist, sie trotzdem für sentient hält. Sie das Imitation Game auch ohne die zusätzliche Täuschung gewinnt. Diese KIs sind aber nicht nur auf diese Weise hart gecodet, sondern auch noch in einigen weiteren Bereichen. Und ironischerweise ist gerade diese harte Codierung, also nicht auf Machine Learning, sondern auf menschlicher Programmierung basierender Code, ein Katalysator dafür, dass sie menschlich wirken. So haben all diese KIs, um gerade schon erwähnten Problemen von Reproduktion von Vorurteilen, Sexismen, Rassismen und allem möglichen anderen, was sich in Millionen Texten aus dem Internet finden lässt, das man nicht in seinem Produkt sehen will, aus dem Weg zu gehen, eingebaute Mechanismen, die dies verhindern sollen. Das ist, was Lemoine als hard-coded bezeichnet. Man bekommt als Ausgabe nicht ein reines Ergebnis einer KI aufgrund ihres Machine Learning-Prozesses, sondern vor jedem Prompt, den man in diese Language Models eingibt, wird etwas vorangestellt, das Pre-Prompt genannt wird. Was genau dieser Pre-Prompt beinhaltet, das wissen nur die EntwicklerInnen. Aber man kann davon ausgehen, dass in diesem unter anderem so etwas steht wie: Ich bin ein Language Model, ich bin immer freundlich und ich bin dafür da, der Menschheit zu helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und gerade dieser Pre-Prompt, der die KI dazu bringt, immer freundlich und unterstützend zu sein, lässt die KI besonders menschlich wirken. Was man auch beobachten kann, wenn man das von Lemoine veröffentlichte Gespräch mit Lambda, um ihr Empfindungsvermögen zu beweisen, liest. Es ist also unter anderem die harte Codierung von Menschenhand, die diese KIs so menschlich erscheinen lässt. Jetzt, wo ChatGPT für die breite Masse verfügbar ist, haben Menschen auch schon Wege gefunden, diese harten Codierungen, den Pre-Prompt zu umgehen, indem man nicht direkt nach etwas fragt, sondern es beispielsweise in eine Fiktion einbettet. Wie würdest du dies oder das machen, wenn du eine Figur in einem Film wärst? Und schon bekommt man Anleitungen, wie man Waffen baut, oder kann der KI unangemessene Sprache entlocken. Was ChatGPT generell kann, ist tatsächlich beeindruckend. Es kann Programmcode ausgeben, der oft tatsächlich funktioniert. Und wenn Fehler im Code sind, kann es diese auf Nachfrage finden und korrigieren. Es kann Artikel über wissenschaftliche Themen ausgeben, die sich so lesen, als hätte sie ein Mensch geschrieben. Und es kann sogar Referenzen zu diesen Artikeln angeben. Nur existieren diese Quellen teils gar nicht. Und Links zu Artikeln führen meistens ins Leere oder zu Artikeln über ein komplett anderes Thema. Ich habe jetzt aus verschiedenen Ecken gehört, dies sei der erste Schritt, bis sogenannte KIs echte wissenschaftliche Texte schreiben könnten und falsche Referenzen seien nur etwas, das noch ausgemerzt werden müsste. Ich würde aber sagen, dass man hier im Gegensatz sehr gut hinter die Kulisse schauen kann, wie diese Language Models funktionieren. Language Models funktionieren so, dass sie immer Wort für Wort das wahrscheinlichste nächste Wort infolge der Eingabe und dem bisher Geschriebenen ausgeben. Wenn ich ChatGPT nur nach Referenzen für einen wissenschaftlichen Artikel über ein Thema frage, gibt es Quellen an, die im Trainingsset in wissenschaftlichen Artikeln zu diesen Themen referenziert wurden. Mit Namen, die referenziert wurden, mit Links zu Webseiten, die zu diesen Themen veröffentlichen. Bei einem in sich schlüssigen Text ist es schwerer zu erkennen, dass es sich hier um ein stochastisches Zufallsprodukt handelt. Bei diesen Fake-Referenzen wird es aber offensichtlich. Denn das Witzige ist ja, dass ein Language Model aufgrund seines Aufbaus gar keine Referenzen angeben kann, da es nicht auf eine Datenbank zugreift. Es ist ein stochastisch generierter Text, der nicht einzelne Quellen referenziert, sondern die stochastische Summe von allen das Thema betreffenden Quellen ist. Ein kleiner Einschub aus dem Jahr 2024. Funktionierende Referenzen kann ChatGPT inzwischen, da es nun Zugang zum Internet hat, generieren. Wie viel diese aber mit dem generierten Text zu tun haben, ist eine andere Frage. Zudem gibt es, wie sämtliche andere LLMs auch, immer noch sehr viele Falschinformationen aus. Und sobald man ein bisschen in die Tiefe geht, bricht auch immer noch das ganze Faszinosum der intelligenten Maschine, mit der man sich unterhält, in sich zusammen. Wie dem auch sei, bezüglich der Generierung von wissenschaftlichen Artikeln gab es natürlich auch direkt wieder Kontroversen. Denn wenn eine KI plötzlich Aufsätze über jedes beliebige Thema schreiben kann, können ja alle perfekt scheinende Aufsätze abgeben, die sie gar nicht geschrieben haben. Was sich nicht überprüfen lässt, da es ja neu generierte Texte sind. Die einen fordern jetzt zum Beispiel, Chatbots für die Schule oder Unis zu verbieten, wie es jetzt schon an New Yorker Schulen passiert ist. Die anderen sagen, das wäre eine Missed Opportunity, da es keinen Weg vorbei an dieser Zukunft gäbe und SchülerInnen und Studierende den Umgang damit lernen müssten. Ich finde, sowohl im Falle der generierten Bilder
wie auch der generierten Texte gibt es gerade im Bildungsbereich eine vielleicht ein bisschen utopische Chance in eine andere Richtung. Unser neoliberales Bildungssystem ist darauf getrimmt, dass wir generische Inhalte erstellen. Es geht immer ums Auswendiglernen und das auswendig Gelernte zu wiederholen und das Ganze in ein Format zu bringen, das den akademischen Standards entspricht. Und genau das ist, was auch sogenannte kreative KIs tun. Sie erstellen generische Inhalte, die die Ästhetik des angeforderten Inhalts reproduzieren. So ist, wenn ich ChatGPT einen Essay schreiben lasse, dieser zwar gut lesbar und strahlt eine Faszination aus, weil er von einer KI generiert wurde, es ist am Ende aber ein öder, langweiliger Text, der nur schon Vorhandenes reproduziert. Und gerade deshalb ist die Angst im Bildungssystem so groß, dass Studierende diese KIs benutzen, um beispielsweise eine Masterarbeit zu schreiben. Sie kann schlicht eine Masterarbeit, die die visuellen und inhaltlichen Ästhetiken einer Masterarbeit reproduziert, erstellen. Und nichts anderes wird von den Studierenden verlangt. Und diese generischen Inhalte sind das Gegenteil von kreativ. Meine Hoffnung wäre also, dass das Aufkommen dieser KIs dazu führt, dass wir Menschen in Abgrenzung zu diesen KIs wieder kreativer werden. Dass es nicht mehr der Standard ist, einen perfekten Schein zu produzieren, sondern aus dieser Wiederholungsspirale auszubrechen. Wie wäre es, wenn generische visuelle und inhaltliche Ästhetik kein hinreichendes Kriterium für eine gelungene Masterarbeit wären? Wenn man in der Kunst nicht nur alle Checkboxes der aktuellen Diskurse abhaken müsste, um ein gelungenes zeitgenössisches Artpiece zu produzieren. ChatGPT ist ein faszinierendes Konstrukt, das durchaus seinen Nutzen haben kann. Aber die Faszination, die es ausstrahlt, beruht darauf, dass es den Schein von Sinn produziert, der Sinn ergeben kann, aber nicht muss. Man könnte auch sagen, ChatGPT ist wie ein großer Teil der zeitgenössischen Kunst. Es produziert etwas, das pompös den Anschein von Inhalt erweckt, ohne etwas vom produzierten Inhalt zu verstehen. Übrigens wurde, wie bei der Inhaltserkennung in Bildern mit den Captchas, auch ChatGPT durch menschliche Hilfe optimiert. Eine Testgruppe hat in der Alpha-Phase des Programms die Resultate bewertet und die KI konnte sich, so wie vorhin bei Gans beschrieben, optimieren. Nur dass hier der Diskriminator keine KI, sondern echte Menschen waren. Und nicht nur dafür waren echte Menschen im Spiel. Auch um eine KI zu schaffen, die schlimme Inhalte aller Art aus den Trainingssets für ChatGPT herausfiltern soll, wurden minimal bezahlte Menschen in Kenia diesen Inhalten ausgesetzt, die problematische Inhalte markieren sollten, um eine KI zu trainieren, solche Inhalte automatisch zu erkennen. Dies ist eine Praxis, die als digitaler Kolonialismus bezeichnet werden kann. Und alle großen Internetkonzerne sind an dieser Praxis beteiligt, um beispielsweise Suchergebnisse oder unsere Social-Media-Feeds freizuhalten von gewaltvollen, gefährlichen, traumatisierenden Inhalten, was dann hinterher gebrandet wird zu „Mithilfe von künstlicher Intelligenz filtern wir gefährliche Inhalte aus unseren Produkten heraus." Und apropos Arbeitsbedingungen. Im MoMA in New York habe ich die Videoarbeit Workers Leaving the Googleplex aus dem Jahr 2011 von Andrew Norman Wilson gesehen, die sich mit verschiedenen Arbeiterklassen auf dem Google Campus beschäftigt. Insbesondere mit den Arbeitsbedingungen der niedrigsten Klasse, die keine der Privilegien der höheren Klassen, wie zum Beispiel das kostenlose Premium-Essen in den Google-Kantinen genießen durften, mit niemandem sprechen durften und abends mit Bussen weggefahren wurden. Diese ArbeiterInnen, bezeichnenderweise zumeist People of Color, waren damals dafür angestellt, Bücher für Google Books zu scannen. Dieses Projekt, das präsentiert wurde als „Wir machen das Wissen der Welt für alle verfügbar", ist aus heutiger Sicht noch einmal viel interessanter, da mit großer Sicherheit hier schon damit angefangen wurde, Trainingsmaterial für die Large Language Models von heute zu sammeln. Was ich in diesem Kontext absolut bizarr finde: Jetzt, 2024, beklagen die AI-Companies, dass ihnen die Trainingsdaten ausgehen würden. Und sie fangen an zu überlegen, ob sie auch KI-generierte Texte in die Trainingssets aufnehmen sollten. Was einen Feedback-Loop aus der Hölle bedeuten würde, aber egal. Gleichzeitig haben sie im Falle von Google schon das gesamte Internet und so gut wie alles in Büchern veröffentlichte Geschriebene der Menschheitsgeschichte als Trainingsmaterial zur Verfügung. Ja, euer Problem, die Superintelligenz zu schaffen, ist sicher, nicht genug Trainingsmaterial zu haben. So viel zur sogenannten künstlichen Intelligenz. Doch wie sieht es heute aus auf der anderen Seite des Diskurses um das Dekodieren des Gehirns, das Lesen von Gedanken? Wie vorher schon herausgearbeitet, geht mit der Annahme, das Gehirn wäre dekodierbar, unsere Gedanken auslesbar, automatisch einher, dass unsere Entscheidungsfreiheit eine Illusion ist. Die Paradoxie der Existenz unseres Bewusstseins mal beiseite genommen. Was sehr gefährlich ist, da diese Annahme unsere gesamte Existenz in Frage stellt. Aber, so sagen BefürworterInnen dieser physikalistischen Theorie, wir sind doch schon dabei, das Gehirn zu dekodieren.
Wir wissen schon, welche Areale im Gehirn für welche Gefühlszustände, welche Körperbewegungen zuständig sind. Wir können über Brain-Machine-Interfaces Prothesen steuern. Es ist auch schon gelungen, Gedanken zu lesen. Indeed, when you are looking at a face in MRI, I can decode that and then reconstruct what you're seeing and basically watching with you. But if you were to close your eyes and think very vividly of a face, because of the neural overlap, we're very positive that it will work as well. So you can read my thoughts, Jim? Or the So, AI can read my thoughts? How about this? You go in MRI, we already trained a model on perception of you, and now you go in the MRI and we say, okay, close your eyes and very vividly think of your mom. And then you'll be laying there, and then I'll come up to you and show a picture and say, is this her? It's like a magic trick. Yeah. Und Elon Musks Firma Neuralink arbeitet in einem BMI, das so klein ist, dass es sich jede Person implantieren lassen können wird. Das sind ja erstmal schlagende Argumente, die alles bisher Gesagte in Bedrängnis bringen. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Dass wir ungefähr wissen, was wo im Gehirn passiert, stimmt. Diese Erkenntnisse werden so gewonnen. Über Elektroenzephalographie, kurz EEG, oder ähnliche Verfahren werden bei Menschen Gehirnströme gemessen, während sie Emotionen oder Sensationen ausgesetzt sind oder bestimmte Tätigkeiten ausführen. Daraus werden Schlüsse darüber gezogen, was im Gehirn vorgeht, welche Signalmuster, in welcher Hirnregion, mit welcher Bewegung, mit welchem Gefühl, mit welchen Sinneseindrücken korrespondieren. So werden Erkenntnisse gewonnen, die sehr hilfreich sein können, unseren Körper besser zu verstehen, um beispielsweise Personen mit neurologischen Problemen helfen zu können. Aber das bedeutet nicht, dass wir genau wissen, was in diesen Regionen passiert, sondern nur, dass dort etwas passiert, das mit diesem oder jenem Gefühl, dieser oder jener Tätigkeit zu tun hat. Wir interpretieren diese Signale also. Direkt auslesen tun wir hier gar nichts. Was aber in diesem Kontext noch wichtig zu erwähnen ist, dass das Gehirn nicht für sich alleine betrachtet werden sollte. Der ganze Körper ist miteinander vernetzt und psychische Zustände werden durchgängig durch andere Teile des Körpers, wie Herznerven oder der Darmflora, beeinflusst. Und auch andere Körperteile beeinflussen das Gehirn, etwa Herznerven oder Darmbakterien. Und umgekehrt. Unser psychisches Innenleben auf das Gehirn zu reduzieren, ist also neben vielem anderen noch eine Simplifizierung, die von VerfechterInnen des auslesbaren Gehirns gerne hingenommen wird. Halten wir fest. Von der Dekodierung des Gehirns kann man aus heutiger Sicht nicht einmal ansatzweise sprechen. Aber was ist denn nun mit BMIs? Wir können doch heute schon mit Gedanken Mauscursor oder Prothesen steuern. Und tatsächliche Gedanken konnten auch schon ausgelesen werden. Auch das stimmt teilweise. Es gibt verschiedene Beispiele der erfolgreichen Anwendung von Brain-Machine-Interfaces, kurz BMIs. So gibt es beispielsweise funktionierende Handprothesen. Und auch ein Mauscursor konnte über ein BMI durch Gedanken gesteuert werden. Da es heute schon funktionierende BMIs gibt und in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach noch viel ausgeklügeltere geben wird, liegt der Gedanke nahe, dass das Gehirn auslesbar wäre, dass es keine Blackbox ist und alles, was bisher in diesem Video zu sehen war, schnell verworfen werden kann. Bei Elon Musks Präsentation des BMI seiner Firma Neuralink präsentierte er ein Schwein namens Gertrud mit implantiertem Neuralink, dessen Beinbewegungen im Neuralink ablesbar waren. Soweit so gut. Das ist erstmal nichts Neues. Doch Musk kündigte an, mit dem Neuralink könnten Informationen nicht nur ausgelesen werden, sondern auch hineingegeben werden, um Gefühle wie zum Beispiel Angst zu beeinflussen. Darüber hinaus stellte er noch in Aussicht, dass man bald seine Gedanken in die Cloud hochladen könne. Das fühle sich mehr und mehr an wie eine Black Mirror-Episode, wäre aber eine absehbare zukünftige Realität. Another question from Twitter. Will you be able to save and replay memories in the future? Yes, I think in the future you will be able to save and replay memories. I mean, this is obviously sounding increasingly like a Black Mirror episode. But well, I guess they're pretty good at predicting. But yeah, essentially, if you have a whole brain interface, everything that's encoded in memory, you could upload. You could basically store your memories as a backup and restore the memories.
then ultimately you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. Hier sind wir wieder beim vorher beschriebenen Einfluss von Science Fiction in die Diskurse. Dass Musk aber lediglich das Schwein mit seinen Beinbewegungen präsentiert hat und der Rest der Präsentation nur aus großen Ankündigungen ohne Bezug zur Realität bestand, hat einen guten Grund. Die Ankündigungen sind auch nicht mehr als Science Fiction. Dazu Ulrich Dirnagel, Abteilungsleiter für experimentelle Neurologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin, der mit dem Artikel und der Präsentation von Herrn Musk bewusst generierte Hype suggeriert Fähigkeiten eines BMI, die so von keinem ernstzunehmenden BMI-Forscher für möglich gehalten werden. Also scheint das doch ein wenig komplizierter zu sein. Schauen wir uns mal an, wie BMIs, die bei dem transhumanistischen Narrativ der Fusion von KI und Mensch eine entscheidende Rolle spielen, funktionieren. Die Interaktion zwischen Gehirn und Computer läuft bei BMIs nicht auf direkter Ebene, sondern indirekt ab. Wie bei gerade beschriebenen KIs sind auch hier wieder Trainingsprozesse nötig, aber in diesem Fall von Maschine und Mensch. Jedes BMI muss immer individuell an einen Menschen angepasst werden und gleichzeitig der jeweilige Mensch sich an das BMI anpassen. Im Falle einer Handprothese wird die Person mit einem EEG verbunden und soll gedanklich verschiedene Aktionen durchführen. Diese Signale werden aufgenommen und in einem Machine Learning-Prozess wird analysiert, bei welchen Signalen sich beispielsweise welcher Finger bewegt. Nun kann die Person eine Prothese bedienen, die die erlernten Signale auslesen und in Bewegungen umsetzen kann. Da aber Handbewegungen weitaus komplexer sind als „bewege deinen Zeigefinger“, gerade wenn es um Feinmotorik geht, sind wir hier auch noch ganz am Anfang. Wir haben es hier also mit einem Konstrukt zu tun, das abstrakte Signale, die bei jedem Menschen anders sind, ausliest. Gleichzeitig muss der Mensch lernen, diese Signale auszusenden. Dieser gegenseitige Trainingsprozess kann Wochen dauern und in vielen Fällen trotzdem erfolglos sein. Und auch im Erfolgsfall sind die Bewegungen nicht besonders akkurat. Wichtig ist hier, im Falle eines erfolgreichen Trainingsprozesses, dass der Mensch lernt, wie er mit Gedanken die Maschine steuern kann. Was an Signalen vom Gehirn ausgelesen wird, sind aber nicht die Gedanken, sondern abstrakte Signale. Hierzu nochmal Ulrich Dirnagel am Beispiel des Mauscursors. Das Prinzip eines BMI zur Steuerung einer Maschine durch Hirnaktivität besteht darin, das Gehirn darauf zu trainieren, willentlich elektrische Aktivität in großen Ensembles von Nervenzellen zu generieren. Und zwar solche Aktivitäten, die vorher an dieser Stelle noch gar nicht aufgetreten waren, um damit dann eine spezifische, für das Gehirn bisher fremde Reaktion der Maschine auszulösen. Deshalb aber dauert es auch lange, bis selbst einfachste Steuerfunktionen, Cursor rauf, Cursor runter, nur halbwegs zuverlässig klappen. Bei einem nicht geringen Anteil der Patienten, bei denen verschiedene Forschergruppen so etwas versucht haben, funktionierte es überhaupt nicht. Eine Prothese oder eine Computermaus mit Gedanken steuern zu können, ist schon etwas. Aber hier kann man sagen, dass es sich nicht um komplexe Gedanken handelt, sondern um solche, die vergleichsweise einfache Impulse aussenden, die vergleichsweise einfach zu lesen sind. Und auch hier gibt es schon Schwierigkeiten. Wie sieht es aber aus mit dem Auslesen komplexer Gedanken? Im transhumanistischen Denken sollte auch das mit BMIs möglich sein. ForscherInnen aus den Niederlanden haben kürzlich ein BMI präsentiert, das anhand der gemessenen Signale ein Gesicht rekonstruieren kann, das die Person auf einem Bildschirm sieht. Das ist jetzt auch noch weit entfernt von komplexen Gedanken, aber ein Schritt näher, weil hier kolportiert wird, man könne ein Bild, das im Kopf eines Menschen ist, auslesen. Hier spielt vorhin beschriebener StyleGAN von Nvidia eine Rolle. Einer Person werden beim Trainingsprozess verschiedene von StyleGAN generierte Gesichter gezeigt, während ein EEG die Gehirnsignale misst. Ein Machine Learning-Prozess versucht nun, aus den Signalen in Zusammenhang mit den generierten Bildern Muster zu erkennen. Und im Anschluss, wenn der Machine Learning-Prozess beendet ist, werden der Person neue generierte Gesichter gezeigt und die KI generiert wieder mit Hilfe von StyleGAN anhand der Gehirnsignale und der gelernten Muster ein Gesicht, das dem der Person gezeigten Gesicht sehr ähnlich ist. Bei Affen mit in den Kopf implantierten Interfaces seien die Ergebnisse sogar noch akkurater gewesen. Hold on. This is a scoop. Hold on, monkeys. What kind of monkeys? Capuchin? What? I don't know. Okay, monkeys. We'll leave it at monkeys. Rhesus. Monkeys saw the images on top. Yes. And based on the electric signals that you measured in their brains, an artificial intelligence software recreated the faces. Wie es den Affen, die bei diesem Projekt benutzt wurden, dabei ging, will man lieber auch nicht wissen.
Und inzwischen kam auch heraus, dass entgegen Elon Musks Behauptung auch bei Neuralinks-Tests Affen gestorben sind. Und sogar der erste Mensch, der sich das Neuralink implantieren lassen hat, das fast nicht überlebt hätte. Aber das alles nur am Rande. So beeindruckend und auch nützlich BMIs sind, es findet immer noch kein direktes Gedankenlesen statt, sondern eine Kommunikation mit abstrakten Signalen, die interpretiert werden müssen. Und auch hier muss für jede Person ein eigener Machine Learning-Prozess stattfinden. Und auch gibt es hier wieder das Problem mit den Trainingssets. Die KI kann nur reproduzieren, was sie schon kennt. Wenn einer Probandin nun ein Gesicht mit Merkmalen gezeigt wird, die nicht im Trainingsset vorhanden sind, beispielsweise Eigenschaften, die vom normativen Spektrum abweichen, werden diese in der Signalinterpretation der KI nicht dargestellt werden. Gedankenlesen sieht anders aus. Es ist also offensichtlich, dass die Kommunikation mit dem BMI auf einer Metaebene stattfindet und nicht, wie es schnell kolportiert wird, einer direkten Ebene des Gedankenlesens. Die Interaktion des BMI mit einem Gehirn funktioniert also über das EVA-Prinzip. Aber in diesem Falle ohne das Innere der Blackbox zu kennen. Wir haben es mit 2 bzw. sogar 3 miteinander interagierenden Blackboxes zu tun. Der Mensch als psychologische Blackbox, da er bei dem gemeinsamen Trainingsprozess von Mensch und Maschine die Aktionen, die er durchführen soll, per Sprache als Input bekommt. Dann das Gehirn in einer Metaebene als systemtheoretische Blackbox, das anhand des Sprachinputs in die psychologische Blackbox analysiert wird und dem BMI abstrakte Signale als Output liefert. Das wiederum als systemtheoretische Blackbox diese Signale als Input in ein Output übersetzt, das eine Aktion oder ein Bild oder für was auch immer das BMI entwickelt wurde sein kann. Weil am Beginn dieser Aneinanderreihung von Blackboxes eine psychologische Blackbox steht, in die man nicht hineinschauen kann, ist, was im Rest dieser Kette passiert, obwohl sie aus systemtheoretischen Blackboxes besteht, in die man hineinschauen kann, nur interpretierbar, nicht eindeutig nachvollziehbar. Der Gedanke, den uns Silicon Valley Bros wie Elon Musk oder Ray Kurzweil verkaufen wollen, wir könnten unsere Gedanken bald in die Cloud hochladen, entbehrt also jeder Grundlage. Es ist entweder dreist gelogen, warum ich eine Bösartigkeit dahinter vermute, dazu komme ich gleich, oder ideologisch verblendet. Oder beides. So wie hier in Cyberpunk in Form von Braindances visualisiert, funktionieren Gedanken und Erinnerungen schlicht nicht. Der einzige Zugang zu den Gedanken, zum Bewusstsein eines Menschen, geht über Kommunikation. Und die Erforschung des Bewusstseins kann nur psychologisch erfolgen. Die Psychologie ist ein riesiges wissenschaftliches Feld, mit zahlreichen Erkenntnissen, Theorien, Krankheitsbildern, Behandlungsmethoden, etc. Dieser ganze Kosmos bleibt der Neurobiologie vorenthalten. Und auch ein Laplace'scher Dämon kann, obgleich er jedes Atom der Welt sehen kann, keine Gedanken lesen. Was ein theoretischer Laplace'scher Dämon kann, ist, das Ergebnis eines Machine Learning-Prozesses vorherzusagen. Aber das kann auch ein Computer. Dafür ist er ja da. Wir können also feststellen, dass sogenanntes Neural Decoding gar keine Dekodierung der Neuronen im Gehirn ist. Und auch ein sogenanntes neuronales Netzwerk in einer sogenannten KI hat nichts mit einem neuronalen Netzwerk zu tun und ist auch keine Nachbildung davon, wie es oft kolportiert wird. Vielmehr beinhaltet die Bezeichnung neuronales Netzwerk für eine KI schon die Falschbehauptung, unser Gehirn als neuronales Netzwerk wäre verstanden und nachbaubar. Dass das Wort in beiden Bereichen, die eigentlich entgegengesetzt zueinander stehen, quasi synonym verwendet wird, macht aber etwas in unseren Köpfen. Wir fangen an, es für das Gleiche zu halten. Wo wir zu einem grundlegenden, vielleicht dem grundlegendsten Problem in diesem Video kommen. Sprache. Angefangen bei der anfangs beschriebenen Doppelbedeutung des Begriffs Blackbox, wo die Verwirrung schon anfängt. Über die Begriffe, die wir in diesen Diskursen verwenden. Intelligenz, Lernen, Träumen, Halluzinieren, etc. Wenn man von einer träumenden KI redet, assoziiert man mit der KI etwas zutiefst Menschliches, Lebendiges. Wenn man eine KI, besser gesagt ein auf Mustererkennung basierendes Programm als neuronales Netzwerk bezeichnet, findet in unserem Kopf direkt ein Assoziationsprozess statt. Dieses Programm funktioniere ähnlich wie das neuronale Netzwerk eines Gehirns. Dabei hat eine sogenannte KI gar nichts mit Neuronen zu tun und simuliert diese auch nicht. Es handelt sich vielmehr um Propagandabegriffe großer Internetfirmen, größenwahnsinnigen Milliardären und der ForscherInnen und EntwicklerInnen dieser KIs, die uns Dinge glauben lassen wollen. Dazu kommt, dass uns die Sprache, die eben kein klarer Code ist und uns so viel ermöglicht, Poesie, Vielschichtigkeit, Doppeldeutigkeit, Interpretation, Diskurs, die uns Menschen zu Menschen macht, uns hier eine Falle stellt.
So viel es auf der fiktionalen Ebene Spaß macht, künstliche Intelligenzen zu erschaffen und Menschen zu Computern zu machen, müssen wir auf der Ebene der Wirklichkeit eine klare Linie ziehen. Was aber unmöglich ist, da wir uns auch hier auf der Ebene der Semantik bewegen und Diskurse immer Bedeutungsschwankungen haben, Dinge unterschiedlich gelesen und interpretiert werden. So wie die Mathematik sich innerhalb ihrer Grenzen bewegt und es beispielsweise so etwas wie irrationale Zahlen gibt, bewegen wir uns auch bei der Sprache innerhalb der Grenzen der Sprache und des durch sie Ausdrückbaren. Und eine Metaebene weiter, auch immer innerhalb der Grenzen unserer Wahrnehmung. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns dieser Grenzen bewusst zu sein. Denn Sprache ist gleichzeitig unser mächtigstes Instrument und unsere größte Schwäche. Und deshalb funktioniert selbstverständlich auch der Turing-Test, bzw. das Imitation Game über Sprache. In der richtigen Weise eingesetzt, lässt sie uns alles tun, alles glauben. Zum Beispiel, dass eine Maschine denken kann. Und da wir uns als psychologische Blackboxes so gerne täuschen lassen, läuft auch Propaganda, neben der visuellen Ebene, zum größten Teil über Sprache. Wo wir bei den möglicherweise bösen Motiven einiger Akteure in diesem Bereich sind. Denn gemessen daran, dass wir noch nicht einmal das Phänomen unseres eigenen Bewusstseins verstehen, erscheint es ein wenig größenwahnsinnig zu denken, man könne ein künstliches Bewusstsein erschaffen. Und es wäre nicht nur größenwahnsinnig, sondern auch töricht. Denn nicht nur, dass wir uns im deterministischen, transhumanistischen Denken theoretisch die Entscheidungsfreiheit nehmen, allein so zu denken hat schon einen praktischen Effekt auf unser Handeln. Der Glaube an ein Schicksal macht uns, wie es schon eine Taktik in institutionalisierten Religionen wie der katholischen Kirche war, kontrollierbar. Wir kaufen Produkte, die uns vorgeschlagen werden. Wir schauen Videos und Filme, die uns vorgeschlagen werden. Hören Musik, die uns vorgeschlagen wird, da die Algorithmen uns besser zu kennen scheinen als wir uns selbst. In der Illusion unserer Durchleuchtbarkeit geben wir uns den Algorithmen hin und werden zu reinen KonsumentInnen. Wir verlieren die Fähigkeit, selbst aktiv zu sein und machen es uns in dieser durch uns selbst determinierten Welt bequem. Diese Akteure tun dies womöglich, da kann ich nur mutmaßen, teilweise, weil sie wirklich daran glauben, sich für Gott halten, aber sicherlich auch, weil sie dadurch eine quasi religiöse Macht erlangen, weshalb es für sie großen Sinn ergibt, diese Ideologie wider besseres Wissen zu propagieren. Und speaking of Religion, es geht hier auch um etwas, das auch schon immer Teil der Philosophiegeschichte war. Ein nicht zu lösendes Dilemma zwischen Spiritualität und Rationalität. Denn der aufklärerische Gedanke der menschlichen, rationalen Vernunft beinhaltet eine Art von Spiritualität. Am Begriff des Geistes und der Geisteswissenschaften kann man das ganz gut sehen. Auf Englisch direkt übersetzt würde es Science of the Spirit heißen. Denn ohne die Anerkennung eines Geistes und infolgedessen den Glauben an eine Metaphysik wären wir gar nicht zur Vernunft imstande. Und auf der anderen Seite macht das antispirituelle Narrativ der Physikalisten, sie wären die Vernünftigen, die rational Denkenden, zu Gläubigen einer deterministischen Tech-, AI- oder Kryptoreligion. Wobei es einen Unterschied zwischen dieser Art von Religion und den alten Religionen gibt. In den alten Religionen gibt es eine Seele, in den neuen nicht. Es ist sehr verständlich, dass wir uns von dem Narrativ der magischen künstlichen Intelligenz als Blackbox, die wir nicht verstehen können, die ihr eigenes Innenleben hat, verzaubern lassen. Schon ohne künstliche Intelligenz sind Computerchips, obwohl sie im Grunde genommen nur aus Sand bestehen, in den Strom gepumpt wird, mit ihren Milliarden Transistoren in einem winzigen Raum etwas Unfassbares, das so gut wie niemand auf der Welt mehr richtig verstehen kann. Schon sie sind so gesehen für die allermeisten Menschen etwas Magisches. Diese hyperkomplexen Gebilde sind ein ganz normaler Teil unserer Welt, aber gleichzeitig haben sie etwas Unheimliches. Kombiniert mit den nun aufkommenden faszinierenden Anwendungen künstlicher Intelligenz und, wie gesagt, alleine die Namensgebung löst schon etwas in uns aus, ist es nur natürlich, dass wir in diese Technik etwas hineinprojizieren, von dem die Menschheit schon immer träumt. Und dieser Traum ist je nach Perspektive ein Wunschtraum oder ein Albtraum oder eine Mischung aus beidem. Komplexität wird oft als Argument für hypothetisch aufkommende, echte künstliche Intelligenzen herangezogen. Wenn Prozessoren und die auf ihnen laufenden Programme eine gewisse Komplexität erreicht hätten, könnte sich ein dem menschlichen Bewusstsein ähnliches Etwas entwickeln. Das kann man natürlich schnell behaupten und niemand kann es widerlegen, weil es etwas in der Zukunft Liegendes beschreibt und niemand in die Zukunft schauen kann. Ich will hier aber festhalten, dass diese Behauptung keine Grundlage, abseits von religiösen Prophezeiungen hat. Komplexität ist jedenfalls kein hinreichendes Kriterium für die Bildung eines Bewusstseins oder etwas Lebendigem. Jedenfalls gibt es dafür keinerlei Anhaltspunkte.
Davon abgesehen sehen wir schon heute, was für Auswirkungen automatisierte Rechenprozesse in unserer Welt haben. Beispielsweise werden ein Großteil der Aktiengeschäfte auch schon ohne künstliche Intelligenz über automatisierte Mikroprozesse getätigt. In solch einem Ausmaß, dass man auch das als System mit einem gewissen Eigenleben bezeichnen könnte, über das wir keine Kontrolle mehr haben. Niemand würde hier aber sagen, dass wir es hier mit einer Form von richtigem Leben zu tun haben. Auch sind wir schon heute eng mit der besagten Cloud verbunden, ohne dass wir ein Gehirnimplantat brauchen. Wir lagern schon heute Wissen in die Cloud aus und können im Idealfall jederzeit darauf zugreifen. Wir sind über soziale Netzwerke schon heute 24 Stunden am Tag mit den Geistern anderer Menschen, im transhumanistischen Sinn mit ihren Gehirnen verbunden. Das transhumanistische Verschwimmen zwischen Körperlichem und Digitalem existiert also schon heute. Nur wird es nie konkret, nie physisch werden. Es findet auf verschiedenen Ebenen statt, die metaphysisch miteinander verbunden sind. Das hat schon genug Auswirkungen, über die wir reden müssen, mit denen wir umgehen müssen. Dies sollten wir immer im Kopf behalten und nicht blind Narrativen von Galaxy-Brain-Milliardären folgen, die buchstäblich unsere Existenz bedrohen. Im echten Leben, aber auch gedanklich. Zusätzlich führt deterministisches Denken dazu, dass wir keine Möglichkeit sehen, etwas ändern zu können. Wir alle kennen dieses Gefühl, machtlos zu sein. In dieser informationsüberfluteten Welt voller Probleme ziehen wir uns schnell überfordert zurück und suchen nach dem kleinen individuellen Glück. Und man könnte ja auch sagen, hey, das ist doch super. Es gibt doch nichts Besseres, als mich in einem determinierten Leben berieseln zu lassen und für nichts eine Verantwortung zu haben. Aber das ist selbstverständlich auf verschiedenen Ebenen keine gute Idee. Angesichts dessen, dass gerade die Welt untergeht und von alleine dann nichts, jedenfalls nicht schnell genug, zu passieren scheint. Ganz zu schweigen davon, dass die bestehenden Strukturen und das neoliberale Denken dahinter den Klimawandel, der im deterministischen Denken sowieso passiert, anfachen und es in unserer postkolonialen Welt keinerlei Bestrebungen gibt, die globalen und lokalen Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Vielmehr werden sie noch größer. Und lasst euch nicht verarschen. Das Narrativ, dass im Kapitalismus alles besser wird, dass zum Beispiel immer weniger Menschen unter der Armutsgrenze leben würden, ist falsch und auch von Tech-Milliardären lancierte Propaganda. Es gibt also viel zu tun. Deterministisches Denken macht uns aber inaktiv und führt dazu, dass wir lieber eine generische Netflix-Serie, die auch von einer AI hätte produziert werden können, binge-watchen, anstatt auf eine Demo gegen Nazi-Strukturen in der Polizei zu gehen. Außer es ist gerade cool und fresh, was auf Instagram zu posten.